Ja, hallo, wir sind Familie Beringmeier aus Delbrück. Ich bin Stefanie Beringmeier, ich bin vom Beruf gelernte Gärtnerin und ich bin halt bei meinen Eltern auf dem Bauernhof aufgewachsen. Das ist ein klassischer Bauernhof gewesen, früher mit Milchkühen, dann noch mit Schweine- und Rinderhaltung und 2021 meinte mein Vater dann auf einmal, er geht in Rente. Ja, was machen? Also haben wir spontan gesagt, wir übernehmen den Hof. Und parallel zu dieser Betriebsübernahme spukt uns aber immer schon eine Idee im Kopf. Und Martin ist auf dem Geflügelhof in einem Nachbarort aufgewachsen, hatte immer mit Hühnern zu tun. Bei uns auf dem Hof gab es auch schon immer Hühner. Und durch Corona kam dazu, dass unsere Kinder auch noch Spaß an den Hühnern gekriegt hatten. Die hatten auf einmal viel Zeit zu Hause und haben festgestellt, dass man die Eier auch gut an der Straße verkaufen kann. Und ganz schnell wurden aus 10 Hühnern Eigenbedarf 100 Hühner und mehr. Parallel dazu spukte Martin schon immer die Idee im Kopf mit seinem eigenen Legehennenstall. Und wie man jetzt im Hintergrund ganz schön sieht, aus der Idee ist jetzt eine handfeste Umsetzung geworden. Und wir stehen jetzt fast am Ende dieser Planung. Ja, hallo. Den Legehennenstall, den haben wir 2019 angefangen zu planen. Haben dann über 4 Gutachten irgendwann eine Baugenehmigung bekommen und haben den Baubeginn im März 2024 eingereicht und sind jetzt Oktober richtig angefangen, den Stall zu bauen. Und jetzt sind wir jetzt soweit, wie man sieht, in der Fertigstellung. Ab Anfang August soll er bezogen werden, die erste Augustwoche. Sind jetzt innen noch zugange mit der Lüftung, mit der Fütterung, Wasser, Strom. Was wir im Einzelnen geplant haben, zeige ich euch kurz. Wir haben uns hier für 3 15-Tonnen-Silos entschieden, mit einer Futterwaage dahinter, dass wir das Futter verwiegen können. So können wir Split-Feeding anbieten bei den Tieren. Und dann geht das über den Futtertisch zu den 2 Abteilen. Draußen im Auslauf haben wir uns als Gestaltung Pappelstreifen reinpflanzen lassen, damit die Hühner genug Schutz haben vor Greifvögeln, sich tiefer in die Wiese reinziehen, der Stickstoff sich besser verteilt, CO2 binden und wir können sie nachher ernten und Hackschnitzel rausmachen. Wenn die dann aus den Pappelbüschen kommen, sollen die über den Schotter sich die Füße abtreten ein wenig, dann über den Betonstreifen den Rest Dreck verlieren und dann können die, wenn das Rollo hoch ist, in den Wintergarten gehen, ins Gebäude. Hier ist der Wintergarten, der ist die halbe Stallbreite, 6 Meter ist er breit, komplette Länge von der Voliere lang. Da können die Hühner im ersten Step hier raus, hier kommt Beschäftigungsmaterial rein, Luzernheu, Stroh, irgendwas, was zu krabbeln und zu schaben haben und zu picken. Und dann im zweiten Step können sie in die Wiese, in den Auslauf rein. Wir haben den Stall nach Bio-Standard gebaut, da haben wir einen Schieber mehr auf der ganzen Fläche. Und wir haben das Rollo so gemacht, dass man die komplette Fläche hochfahren kann. Dass nicht einzelne Schieber sind, sondern die ganze Fläche geöffnet wird. Dadurch können die besser in die Wiese rein und der Biostand ist eingehalten. Ja, wir haben uns bei der Inneneinrichtung für ein System von Lameco entschieden, Combo 2. Das ist ein sehr breites System, ein offenes System. Man kann sehr gut reinsehen in die Anlage. Die Hühner kann man gut packen hier oben. Kann man über alle Ebenen so gut zu begehen. Hier hat man einen festen Weg dran, wo man dran lang kann. Hier, die haben Doppelnester drin. Dadurch wird die Nestfläche erhöht. Die Eier gehen zur Mitte. Übers Eierband werden die dann in den Eierraum befördert. Die Anlage wurde Anfang Februar geliefert. Es waren 4 große LKW-Ladungen voll. Die haben wir dann in 12,25 Stunden mit dem Teleskoplader einmal rumgefahren, alles rein und dann mit dem Hubwagen alles langgezogen. Mein Schwiegervater ist 13 Kilometer Hubwagen gefahren, bis er die Sachen drin hatte. Und dann kam die Kolonne zum Aufbauen und innerhalb von 3 Wochen war alles verbaut. Der Legehennenstall wird so nicht beheizt. Wir haben nur im Vorraum Fußbodenheizung für die Leute, die Eier suchen. Wir haben hier eine Unterdruckanlage, die wir auch gleichzeitig als Überdruck, als Gleichdruckanlage fahren können, wenn wir durch die Ventile Luft mit reindrücken. Hier kommen noch 3 Umlüfter rein, damit wir gerade nachts, wenn die warme Luft aufsteigt, die umdrücken können, dass wir den Kot trocken halten damit. So, für das Lichtsystem haben wir uns entschieden von Once ein System, Natural Dynamic, dass wir in 7 Farbspektren dimmen können, auch die Ecken heller beleuchten können, einfach um die Hühner besser in die Anlage zu bekommen und dadurch weniger Arbeit zu haben auch. Hier sehen wir das Doppelnest, was einmal oben die Nestfläche, die überbaut das Eierband, dadurch bleiben die Eier sauber und man hat 25% mehr Nestfläche. Die Eier rollen runter von der untersten Ebene aufs Band und werden hinausgefördert. Ja, hallo, mein Name ist Sascha Warnschaffe. Ich bin im Vertrieb bei der Firma Landmeco tätig, in Deutschland unterwegs, Schweiz und Österreich.
Ich betreue die Familie Beringmeier hier in der Anlage und kann noch mal ganz kurz was zu den Trennungen hier sagen. Das sind also sehr massive Trennungen, die wir besonders Wert darauf gelegt haben, dass man zweigeteilte Türen hat, dass man hier einfach rein und rausgehen kann. Nachher zum Hühnerfangen kann man die Gitter unten drunter noch zumachen. Die Versperrung sieht man auf dieser Seite. Hier sind sie jetzt gerade offen. Und die gleichen Türen haben wir auch nochmal auf der oberen Ebene. Wir konnten vorhin Martin sehen, wie er da oben gestanden hat. Und hier kann er auch einfach auf der oberen Ebene weitergehen, ohne dass er die Anlage jetzt verlassen muss. Das bringt also Ruhe in der Herde. Keine Unruhe, ist gut für die Tiere und fürs Wohlbefinden des Betreibers. Die Anlage hat auch eine hohe Stabilität und Wertigkeit. Das zeichnet sich durch die verzinkte Oberflächengeschichte aus, die hier verarbeitet worden ist. Ja, Martin, hier sind wir ja in dem vorderen Bereich deines Stalles. Hier hast du dich ja entschieden für ein Lubing-Stabbein mit einer anständigen Steigung. Was hast du hier denn noch liegen? Was hast du da denn bei gedacht? Hier habe ich ein Kot-Flachband haben wir hier verbaut, weil ich möchte gar keine Gruben haben, einfach um unten kein Ungeziefer drin zu haben. Man kann es besser sauber halten. Das heißt, das Band läuft jetzt einfach direkt oben auf den Beton und Läuft über den Beton, reibt aufeinander, hat hinten eine Umlenkung und geht dann in den Stallförderer Richtung Kothalle. ja, top Sache, würde ich sagen. Ja, man sieht ja hier noch die großen Futterbehälter. Die kann man also mit einer Vierteldrehung ja rausmachen, schnell reinigen. Genau. Hier geht nachher die Futterlinie hier rüber von der Futterspirale, was wir am Anfang gesehen haben. Und hier mit den transparenten Fallrohren befüllst du dann ja hier diese Automaten. Hier kommt das Kotband aus den Hühnerställen an. Wir haben hier einen Stallförderer vor. Das gibt den Kot hier in der Übergabe einmal hier vorne und dann wird das in die Kothalle gefördert. Hier draußen sehen wir den Stallförderer, der Kot aus dem Stall bis in die Kothalle rein fördert. Und dort kann ich es dann 7 bis 8 Monate lagern. So viel Kapazität haben wir und das bei uns auf unseren eigenen Feldern ausbringen. Es gibt noch ein paar Restarbeiten zu tun. Das Material lagert noch in der Kothalle. Draußen müssen wir noch betonieren. Werden wir jetzt nächste Woche anfangen und dann Fütterung zu Ende machen, Lüftung fertig machen. Und dann sind wir bald soweit. Ja, und am Samstag, den 5. Juli, planen wir hier einen Tag der offenen Tür. Ab 10 Uhr geht's los und bis dahin wird das ein oder andere weitere Detail noch fertig sein. Und wir würden uns freuen, euch zu sehen.